Das alles ist nur passiert, weil ich mich halt mit Andi gestritten habe. Und ich war sauer und dann habe ich eben... Ich bin Andi fremdgegangen. Ach, weißt du, was ich tue? Ich kontrolliere die Hausaufgaben der Kinder. Ich koche, auch wenn mir kein Mensch sagt, ob es zum Essen da ist oder nicht. Ach, Elisabeth, was ist denn? Es ist da nicht wirklich etwas Ernstes, oder? Sie leiden unter einem Gehirntumor. Gehirntumor. Und es ist leider alles andere als kurz und schmerzlos. Sie täuschen sich nicht? Also ich meine, ein Irrtum ist ausgeschlossen. Absolut. Sehen Sie diesen dunklen Fleck hier? Ist das der Tumor? Ein sogenanntes Meningiom. Aber ich meine, so ein Tumor, der kann doch auch gutartig sein. Das stimmt. 85% von diesen Fällen sind gutartig. Ja, wenigstens ein Trost. Nicht wirklich. Dieser Tumor hat die Eigenschaft, selbst nach einer Entfernung nachzuwachsen. Langjährige Nachuntersuchungen werden also in jedem Fall nötig sein. Sie machen einem wirklich Mut. Was schlagen Sie vor? Das Beste wird sein, einen Spezialisten hinzuzuziehen. Natürlich nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Veranlassen Sie bitte alles Nötige. Das sind ja interessante Neuigkeiten. Jana, es ist anders, als du denkst. Ach so, dann hat Luca nur erfunden, dass ihr zusammen in der Kiste wart. Nein. Na also. Jana, du willst es doch nicht Andi erzählen. Doch. Aber das macht alles nur noch schlimmer. Genau das habe ich vor. Es hatte überhaupt nichts zu bedeuten zwischen Luca und mir. Wir haben getrunken. Warum so feige? Steh doch einfach dazu. Das war Sex. Aber ich liebe Andi. Du bist sowas von verlogen. Vor kurzem hast du mir noch gesagt, wie ekelhaft es ist, Sex und Liebe zu trennen. Das kannst du doch nicht miteinander vergleichen. Du bist... Ich bin auf den Strich gegangen, okay. Aber du wirfst dich an Luca wie so ein billiges Flittchen. Du bist kein Deut besser. Okay, denk über mich, was du willst, aber lass Andi aus dem Spiel. Bitte, Jana. Irgendwann erfährt er sowieso. Ja, aber er soll es von mir erfahren. Wann ich will. Ich habe das vorhin wirklich nicht böse gemeint mit dem Sushi. Davon gehe ich mal aus. Aber du musst mich auch verstehen. Taxifahren ist nun mal ein harter Job. Und nach dem ganzen Verkehrschaos und den nervenden Fahrgästen, da kann es schon passieren, dass man das Einkaufen vergisst. Danke. Das heißt aber nicht, dass ich deine Hausarbeit nicht zu schätzen weiß. Wenn du so viel Respekt vor anderer Leute Arbeit hast, dann nimm bitte zur Kenntnis, dass ich früher eine Firma hatte und dass ich als Geschäftsfrau voll im Leben stand. Das hat auch niemand vergessen, Es Elisabeth. ist nicht so, dass mich Abspülen intellektuell überfordert. Ah, ich weiß, was du meinst. Als es mit Alex und mir noch gut ging und wir unsere Firma hatten... Susanne, wolltest du nicht noch aufs Amt? Dann musst du jetzt los. Oh, ja, stimmt. Bis später. Ich
wollte nicht mit Susanne aneinander geraten. Aber diese Hausarbeit, das nervt manchmal dermaßen. Ja, ich weiß. Bist du dir da so sicher? Also. Chemotherapie. Das könnte eine Option sein. Was bedeutet das? Sie bekommen Tabletten oder Infusionen. Wie sind die Erfolgsaussichten? Das kommt darauf an. Bei einem gutartigen Meningiom hilft Chemotherapie nicht. Sondern? Strahlentherapie. Strahlentherapie. Gehirngewebe ist relativ wenig strahlungsempfindlich. Dennoch kann es nach den Bestrahlungen zu Haarausfall kommen. Ach, tatsächlich. Endlich ein Problem, um das ich mir keine Sorgen machen muss. Gibt es eine weitere Alternative? Unter Umständen wäre auch ein operativer Eingriff möglich. Ach, hören Sie doch auf. Das klingt ja wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ach, vertrauen Sie mir. Ich werde den besten Spezialisten finden. Und der wird sich für die richtige Therapie entscheiden. Ja, davon gehe ich aus. Aber unabhängig von der Behandlungsmethode, wichtiger als jeder Arzt, sind Sie selbst. Habe ich jetzt ein Grundlagenseminar in Sachen Psychologie zu erwarten? Nein, natürlich nicht. Aber Sie müssen sich mit dieser neuen Situation auseinandersetzen. Und Sie dürfen sich auf gar keinen Fall fallen lassen und aufgeben. Also immer schön positiv denken. Hm? Genau. Sehr schön. Nur, wer garantiert mir, dass ich nach welcher Therapie auch immer überhaupt nachdenken kann? Hi. Hi. Gibt's was Neues von Nico? Hallo, hier ist Jana. Nein, leider nicht live. Ihr kennt das ja. Nachrichten nach dem Beep. Jana, ich bin's. Wir müssen noch mal reden. Sag Andi nichts, okay? Oh, eine Einkaufsliste. Ich weiß deine Mühe zu schätzen, Arno. Ich habe mit meiner Reaktion etwas übertrieben, aber jetzt übertreibst du. Alles eine Frage der Organisation. Es geht doch nicht darum, dass jeder mal den Tisch abräumt. Ich will wieder eine Aufgabe. Meinem Leben einen Sinn geben. Du könntest wieder bei Brandenbau einsteigen. Nein. Nein. Ich möchte was Eigenes. Hast du Bock auf ein bisschen Training? Eher nicht. Schade. Ich muss arbeiten. Johannes. Vater, wir haben dich gar nicht bemerkt. Ja, das ist ja vielleicht heute auch besser so. Alles in Ordnung? Ja, klar, natürlich. Du scheinst aber nicht so. Ach, ich muss mich nur mit so ein paar drögen Verträgen rumquälen und damit will ich euch nun wirklich nicht langweilen. Na dann. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist lieb, Carla, aber ich schaffe das schon. Ob wirklich alles in Ordnung ist? Na klar. Ihr kennt doch Vater. Ab und zu will er seine Probleme einfach alleine lösen. Ja, das kenne ich. Manche Dinge sollte man für sich behalten. Wie wär's mit Frisbee? Also ich habe heute keinen Bock rauszugehen. Du warst echt schon mal besser. Entschuldigung. Cecile. Hallo. Hi. Hat Natalie was für mich hinterlegt? Ja, guck mal da. Steht irgendwas Spanisches drauf. Ah. So, danke. Gibt schon was Neues von Leo? Er ist gerade beim Arzt. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Weder noch. Ist eine reine Routineuntersuchung. Dann Grüße von mir. Mach ich. Hallo, Cecile. Ein Wasser, bitte. Kommt sofort. Wie läuft das Geschäft?
Nur lauter alte Damen, die sich von ihrer Wohnung zur Bushaltestelle kutschieren lassen. Wie soll ich denn da Umsatz machen? Ich würde dir gerne helfen, deinen Umsatz zu steigern, aber ich bin leider mit meinem eigenen Auto unterwegs. Carla, ich habe dich gar nicht bemerkt. Das müssen wirklich sehr anstrengende Fahrgäste gewesen sein, hm? Eher Ärger zu Hause. Die Kinder? Nein, die Frau meines Vaters, Elisabeth, meint, wir würden ihr die ganze Hausarbeit aufhalsen. Und, hat sie recht? Ich weiß nicht. Sie sagt, sie wäre als Geschäftsfrau früher glücklicher gewesen. Aber ich denke, das Problem liegt woanders. Und wo? Vielleicht passt es ihr doch nicht, dass ich und die Kinder eingezogen sind. Warum sollte sich Elisabeth hinter einer Ausrede verstecken? Meinst du wirklich, dass sie ihrem Unternehmen so sehr nachtrauert? Ich meine, es ist ja auch ziemlich viel Verantwortung und Stress. Ich wäre froh, wenn es los wäre. Also mir würde die Decke auf den Kopf fallen. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag nur rumquengeln. Vielleicht sollte ich Elisabeth doch ein bisschen Arbeit abnehmen? Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und wo wir gerade vom Alltag einer Geschäftsfrau reden, ich muss in die Hole. Mach's gut. Ciao. Ciao. Hey, da bist du ja. Hi. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ich weiß nicht, was du meinst. Glaubst du etwa, du kannst deinen Lover mit so einem Cousinchenküsschen abspeisen? Besser? Viel besser. Besetzt. Ach, du bist's. Und? Wann willst du es ihm sagen? Es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber danke, dass du nichts gesagt hast. Dein Danke kannst du dir sparen. Ich will es ihm ja sagen. Hast du keinen Friseur, dem du das erzählen kannst? Hm, Nicola? Ein für alle Mal, dein Beziehungskrempel interessiert mich nicht. Du hast Anni betrogen, nicht ich. Damit musst du jetzt ganz alleine klarkommen. Oh, Ja, da hatte wohl jemand den gleichen Gedanken. womit mal wieder bewiesen wäre, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich dachte, Elisabeth würde sich freuen. Vielleicht, wenn sie den Weg zum Kühlschrank findet. Wo steckt sie überhaupt? Weiß nicht. Einkaufen. Ja, und was machen wir jetzt mit unseren ganzen Vorräten? Gute Frage. Komm. Na komm, wir müssen Gassi gehen. Peppa, komm. Mir fehlt dein Frauchen doch genauso. Aber trotzdem musst du Pipi. Hm? Kokos T-Shirt lassen wir hier. Na komm. Endlich in Ruhe arbeiten. Nicht ganz. Was gibt's denn noch? Wir müssen reden. Über Jana?
Ja. Wie oft soll ich dir es noch sagen? Zwischen mir und Jana ist nichts. Das meine ich auch nicht. Und da wird auch nie wieder was laufen. Ich liebe nämlich nur dich. Ich liebe dich auch. Siehst du? Und diese paar Problemchen mit Jana, die kriegen wir auch irgendwann hin. So wie früher. Es gibt aber noch was anderes, was ich dir sagen möchte. Ach Mist, mein Workshop. Aber erzähl ruhig, was hattest du auf dem Herzen? Ist nicht so wichtig. Pass auf, ich mach dir ein Angebot. Nach dem Workshop komme ich bei dir auf dem Schloss vorbei und du erzählst mir alles in Ruhe, okay? Okay. Bis später. So, die Tiefkühltruhe ist bis zum Rand voll. Kühlschrank auch. Obwohl ich nicht glaube, dass dieser Zustand lange anhält. Bei Pauls Appetit bestimmt nicht. Ja. Und Lisa ist Gott sei Dank auch noch keinem Diätwahn verfallen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Schatz. Guten Abend. Ach, übrigens, schöne Grüße von Carla von Lahnstein. Von Carla? Och, was ist das denn hier? Muss gesaugt werden. Das übernehme Ja, ich. das macht Susanne. Gut, sehr gut. Ich ziehe nämlich meine eigene Firma auf und da werde ich in Zukunft nicht mehr so viel Zeit haben für den Haushalt. Eine eigene Firma? Ja, und ich habe gute Partner. Carla von Lahnstein und ihre Bank. Carla finanziert dein Unternehmen? Ja. Ach, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das tut, endlich wieder im Geschäft zu sein. Das freut mich für dich, Elisabeth. Danke, Arno. Carla und ich, wir werden in Zukunft sehr eng zusammenarbeiten. Dann sollten wir anstoßen auf eine Neugründung. Ja, ich hole uns eine Flasche Champagner. Und dann erzähle ich dir alles von meiner Idee. Ich kümmere mich um die Gläser. Du doch auch. Nein, ich muss noch fahren. Johannes? Nico, Na, wie war dein Tag? nicht schlecht. Das sah heute Nachmittag ja auch noch anders aus. Sah nur so aus. Und worüber willst du mit mir reden? Vor dir kann man aber auch nichts verbergen. Vor allem vor mir musst du auch nichts verbergen. Wenn das nur überall so wäre. Hast du mit Anni gesprochen? Ja, Ja, und? Was hat er gesagt? gar nichts. Ich habe kurz vor dem Ziel gekniffen. Was ist, wenn er mir nicht mehr vertraut? Das wirst du nur herausfinden, Nico, wenn du mit ihm sprichst. Ja, ich weiß. Du wirst das Richtige tun, ich bin überzeugt. Aber warte nicht so lange damit. Ach, Johannes, Ja, du musst mir immer vertrauen. Egal, was passiert. Versprichst du mir das? das verspreche ich dir. Gute Nacht. Gute Nacht. Frau Kepler, wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass ich keinen Sinn habe für Ihre Spielchen? Du findest, ich habe Hände wie Frau Kepler. Naja, ihr seid euch schon ähnlich. Willst du verreisen? Nein, das ist nur zum Ausmisten. Ist dein Workshop schon zu Ende? Noch nicht. Es gab da ein paar andere, wichtigere Dinge. Schönere Dinge. Und heißere Dinge. Findest du, ich sehe immer noch aus wie Frau Kepler? Nein. Weißt du, Nico, ich war nur so froh, dass zwischen uns beiden wieder alles in Ordnung ist. Und da habe ich gedacht, Vielleicht hast du recht.
Wie sieht's aus? Trinken wir noch einen? Ich weiß nicht, ich muss ja noch fahren. Ja, komm schon, da geht los. Ich weiß wirklich nicht. Johannes? Hallo. Hallo. Mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, es war auch nur, ja, eine spontane Idee. Willst du was trinken? Später vielleicht. Und wie kommt Leonhard so zurecht? Er ist ein Kämpfer. Weiß man denn, ob sich sein Zustand bessern wird? Nein, die Ärzte können noch nichts Definitives sagen. Hoffentlich wird er bald wieder ganz gesund. Ja. Hoffentlich. Also gut, bestellt schon mal, ich bin gleich wieder da. Ja. Vielleicht willst du ja selbst mit ihm. Guten Abend zusammen. Frau Dr. Bentheim, schön, Sie zu sehen. Guten Abend. Was gibt es für Neuigkeiten? Das würde ich gerne unter 4 Augen mit Ihnen besprechen. Gerne. Gehen wir. Danke, Frau Kepler. Sehr wohl. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, schießen Sie los. Ich habe einen Spezialisten gefunden. Einen Spezialisten. Einen der besten in Europa. Frau Dr. Bentheim, ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie mir Mut zusprechen wollen. Aber welcher Arzt, welche Therapie auch immer, werde ich das überleben? So dürfen Sie nicht denken. Sie müssen optimistisch bleiben. Ich muss noch so viel in Ordnung bringen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich habe Angst vor dem Tod. Und diese Angst kann mir kein Experte der Welt nehmen. Lieber Andi, tut mir leid, dass du es so erfährst. Ich muss etwas Abstand gewinnen und brauche ein wenig Zeit für mich. Ich kann dir das jetzt leider nicht erklären, aber bitte sei mir nicht böse. Ich liebe dich, Nico.